Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute sind wir mal wieder auf dem Battlemage Server unterwegs auf W27. Und ja, die Spielwelt ist anscheinend gerade nicht erreichbar. Komischerweise hat die immer sehr viele Wartungsarbeiten. Wir haben es jetzt gerade 6:39 Uhr, wo ich das Video aufnehme. Natürlich, wie immer, komme ich gerade von der Nachtschicht. Und ja, normalerweise sind ja immer um 4 Uhr morgens Serverarbeiten. Aber W27 ist auch so ein Server, weiß ich nicht, da ist um 5 Uhr nochmal eine und um 6 Uhr nochmal eine. Ich hoffe mal, das beruhigt sich gleich und wir können hier normal drauf spielen, ansonsten muss ich nochmal neu laden. Ja, ich wollte hier nochmal auf dem Server zu sprechen kommen, weil W27 ist ja wirklich ein sehr, sehr besonderer Server, da er ja der Server ist, ja, wo der Battlemage quasi drauf released worden ist, gelauncht worden ist. Und ja, wir machen mal einen kleinen Cut, bis die Spielwelt wieder erreichbar ist. 6,5 Stunden später. So viel zum Thema, kurz mal ein Video aufnehmen nach der Nachtschicht. Alter. Eine Ewigkeit später. Drei Tage später. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. So Leute, wir haben es geschafft, wir haben die Wartungsarbeiten überstanden und ja, wie gesagt, wir sind hier auf dem Battlemage Server drauf und zwar hatten wir lange nicht mehr nachgeschaut gehabt, dadurch, dass der Server ja, oder dass hier der Battlemage drauf released worden ist auf diesem Server, hat dieser Server halt eine ganz besondere Eigenschaft und zwar gibt es hier sehr viele starke, die ersten Battlemages, die mitunter erstellt worden sind. Unter anderem auch mein Account. Ich weiß gar nicht, welche Registrierungsnummer ich hatte hier auf dem Server. Da können wir mal kurz nachschauen. Ja, okay. Knapp 4000, ne? Und ja, genau. Hier sind die ersten Battlemages drauf und auch mit die höchsten. Und durch zahlreiche Erzählungen wisst ihr ja bereits... Oh, nö, bitte nicht. Bitte lass es jetzt nicht so lange dauern hier. Wisst ihr ja bereits, dass der Battlemage einer der Klassen ist, die im Late Game mit am besten skalieren. Ich würde sogar fast noch sagen, noch besser als der Krieger. So, ne, der Assassin ist auch noch sehr weit oben mit dabei, aber der Battlemage ist halt einfach im Late Game die Power-Klasse schlechthin. Sie ist sehr zäh, sie ist sehr langsam, in den Dungeons ist sie super schlecht, aber sie ist sehr konstant und konstant ist halt genau das Stichwort, was nachher ausschlaggebend ist in der, ja, im Late Game. Ne? Deswegen, der Krieger macht ja auch nicht so viel Schaden gegen alle Klassen, sag ich mal, gegen den Magier schon, weil der Magier ist squishy so, ne? Aber der ist halt eher auch durch sein Leben mehr konstant und Waffenschaden hat er auch nicht so pralle und das ist halt vergleichbar mit dem Battlemage. So, wir gehen mal in die internationale Ehrenhalle jetzt, wo es spannend wird. Und zwar gehen wir mal auf unseren Server drauf und ich hatte mir das hier auch aufgeschrieben gehabt und zwar ist W27, wir vergleichen das Ganze nochmal. Dadurch, dass es ja hier diese internationale Gilden-Ehrenhalle auch gibt, können wir gut sehen, wo wir jetzt uns gerade befinden mit der Gilde Blackpool. Ne? Wir sind halt eine Gilde, die halt ja sehr viele Battlemages hier drin enthalten hat. So. Und das ist halt eben auch ziemlich gut für das Gildenpad. Das können wir auch gleich nochmal vergleichen. Ne? Wir haben auch sehr viele Krieger hier in der Gilde, was auch sehr gut ist für das Gildenpad. Da alle das gleiche Attribut haben. Wir haben hier diese ja, Offizierstaktik, womit ja, noch mehr Schaden am Gildenpad gemacht werden kann. Und wir sind hier bei der 11-köpfigen Hydra. Wir haben es ja jetzt frühs morgens, wo ich das aufnehme. Das heißt, es hat noch kaum einer angegriffen. Das heißt, 12-köpfige könnte auch drin sein. Ne? Und der Server, der W27-Server, ist erschienen am 28.09.2018. Ja? Und wir sind hier bereits bei einer Hydra von 11 bis 12. Auf meinem Main-Server sind wir bei einer 12-köpfigen Hydra gerade und da kommen wir jetzt aber auch nicht großartig weiter. Und ich spiele ja mit meinem Main hier auf der deutschen Welt 31 und der kam raus am 7.2.2014, also 4 Jahre vor diesem Server hier.
Und trotzdem sind wir in der Lage gewesen, jetzt schon die fast gleiche Hydra zu haben wie auf einem Server, der 4 Jahre älter ist als W27. Und das ist schon ziemlich krank, muss ich sagen. Aber vergleichen wir das Ganze nochmal mit der Gilde. Ne? Dadurch, dass wir halt sehr viele Battle-Matches, die halt eben eine PvP-Late-Game-Klasse ist, in unserer Gilde haben, sind wir halt eine sehr aufstrebende Gilde, die sehr, sehr viel noch in Zukunft hier reißen kann in der internationalen Ehrenhalle. Ich bin gespannt, wo unsere Reise hingeht. Ich würde nichts diagnostizieren irgendwo, ne, weil die Leute oder die, ich sag mal, die Gilden über uns, die sind natürlich, oh nein, ach, das ist aber auch wirklich nervig mit W27, so viele Wartungsarbeiten hier immer. Ja, die sind hier natürlich schon deutlich, deutlich länger am Start und natürlich auch deutlich aktivere Gilden jetzt als zum Beispiel meine Main-Gilde, so, ne? Und das zählt halt auch immer noch mit dazu, wir sind halt auch sehr aktiv. Und nur mal zum Vergleich, S28, also der deutsche Server 28, der kam am 5.7.2013 raus, ja, im Vergleich zu W27, die am 28.09.2018 rauskam, die Welt hier, ne? Und S7 ist ja nochmal heftiger, ne? Da gucke ich auch nochmal ganz kurz. S7, also deutsche, ach nee, das ist die italienische Welt. 7, die kam raus am 29.11.2013. Ja, also ein bisschen früher als S28, ja, die ja am 5.7.2013 rauskamen. So, ne? Und ja, da müsst ihr euch mal einen Unterschied einfach mal vor Augen halten. W27 2018, S28 2013. So, und da könnt ihr mal sehen, wo das Potenzial hier so hingeht in nächster Zeit, was für Server wir noch hier aufholen werden. Ne? Und das ist schon ziemlich, ziemlich hart. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich meine, das kann auch nicht ganz stimmen hier mit 51 Leuten. Das ist auch irgendwie komisch. Ja, aber gut, soll es das erstmal dazu gewesen sein. Ja, ich bin gespannt. Und ich werde euch natürlich auch weiterhin noch auf dem Laufenden halten, weil ich hatte zwischendurch auch schon mal ein paar Anfragen bekommen, wie es aussieht mit dem Battlemage, mit der Battlemage-Gilde, wo wir da gerade international so unterwegs sind. Und ja, das macht mich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich krass stolz so auf die Gilde. Ich meine, ich bin jetzt nicht Gildenleiter oder sowas, ne? Das ist ja der Seraphim. Aber mich macht es stolz, auf jeden Fall ein Teil hiervon zu sein, von dem Server, der auch so lange schon, ja, oder seit Anfang des Serverstarts quasi durchgezogen hat hier, ich mein Account, ne, zwischendurch ja die Gilde gewechselt hatte, weil wir hatten ja damals, wer sich noch daran erinnern kann, das W27 war ja der Server, wo Unge auch gespielt hatte, mit Paul und mir zusammen und Paini in der Gilde White Sharks, und die ist ja dann nachher inaktiver geworden und dann schlussendlich zerbrochen. Und ja, da musste man halt auch Entscheidungen treffen. Dann sind wir halt dann viele auch aus White Sharks, die da noch gespielt hatten, aktiv, sind dann auch in die Top 1 Gilde gegangen und das war dann halt hier Black Bull gewesen, ne? Und unterstützen jetzt quasi hier in der Gilde die ganz, ganz großen Ziele, die wir noch mit der Gilde hier erreichen wollen, können, so, ne? Also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie wir da international die nächsten Jahre noch einiges an Plätze aufholen, weil, wie gesagt, wir haben jetzt schon in der Server-Rangliste oder in der Server-Ranglistenzeit haben wir schon 5 Jahre aufgeholt, sozusagen, auf manche Server, ne? Also das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben noch da. Nicht nur, weil das halt eine aktive Gilde ist, was halt auch ziemlich wichtig ist, was natürlich auch ein großer Bestandteil von einer erfolgreichen Gilde ist, aber halt eben auch der Faktor, dass halt, ja, der Battlemage halt eben so unglaublich heftig im Late-Game nachher skaliert im PvP-Bereich, ne? Und das ist halt hier eben auch einfach das beste Beispiel, was man haben kann, ne? Dass das halt eben ziemlich, ziemlich gut funktioniert.
wenn wir hier so eine gestackte Battle Mage Gilde haben, ne? Schrägstrich Late Game Gilde, dadurch, dass ja auch viele Krieger hier mit dabei sind, wie gesagt, ne? Und ja, wir haben hier die Gilde besiegt und hatten sogar noch einen Spieler übrig gehabt. Und ja, obwohl die Gilde schon so viel älter ist als unsere Gilde jetzt hier. Ne? Deswegen, ja. Ich bin hier auf dem Server, das muss man auch mal dazu sagen, ich bin hier auf dem Server nicht zu 100%ig tryhard unterwegs. Also ich tryharde deutlich, deutlich mehr auf meinem Main rein. Das muss ich mal dazu beipflichten. Ne? Ich bin ja hier auf W27 auch auf einem Server, wo ich von dem Goldmine-Feature-Bug profitieren könnte. Mache ich aber nicht, weil für mich ist das halt einfach zu viel Zeitaufwand, sag ich mal. Ne? Das würde ich machen auf meinem Main mit der Goldgrube, wenn ich das da machen könnte. Geht ja nicht. Aber auf dem Server, da ist es mir das nicht wert, die so abzupassen, dass ich die bei der Hälfte abhole, damit ich da den maximalen Goldgewinn rausschöpfen kann. Ne? Also, ja. Potenzial ist auf jeden Fall noch mehr da hier auf dem Server. Ich spiele ihn sehr gechillt, ne? Das zeigt ja auch mein Sammelalbum und hier die Einträge, die wir noch vor uns haben. Ne? Also ist relativ entspannt auf jeden Fall, will ich aber in nächster Zeit ein bisschen aufholen, damit wir uns ein bisschen besser hier in der Rangliste platzieren können. Und halt eben, was mich halt eben krass motiviert an dem Server, ist halt der Aspekt mit der internationalen Gilden-Ehrenhalle und wie weit wir es da noch nach oben schaffen. Ne? Da gehört das natürlich dazu, dass der Server, auf dem wir hier spielen, noch weiterhin so aktiv bleibt wie bisher. Genau, wir haben ja auch, das Ding ist ja, wir haben ja auch viele Leute hier in der Ehrenhalle, die aus anderen Gilden stammen, die auch ziemlich stark sind. Da hätten wir jetzt zum Beispiel von La Celeste hier den Fitchel noch dabei oder dem Magic, ne? Und noch ein paar andere Leute, die hier auch sehr, sehr stark sind auf dem Server. Dann könnte man die Gilde hier natürlich noch mehr stärken, so, damit wir noch besser in der internationalen Ehrenhalle dastehen. Dann wäre der Server aber auch irgendwo tot, muss ich sagen, weil dann halt alle nur in einer Gilde sind. Ist auch ein bisschen langweilig, ne? Deswegen ein bisschen Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft und deswegen ist das ganz cool. Davon ab sind wir ja unangefochten hier auf der Nummer 1 hier auf dem Server. Und deswegen auf jeden Fall ziemlich cool, ziemlich interessant, werde ich auf jeden Fall weiter begleiten. Ich denke mal, es ist für euch auch interessant, mal so zu sehen, was diese relativ noch junge Gilde so alles schaffen kann. Wie gesagt, der Server ist erst 4 Jahre alt und das ist halt eben noch nicht so lange im Vergleich zu sehr vielen anderen Servern, die hier deutlich vor uns gestartet haben. Wir aber trotzdem noch so krass aufholen. So, ne? Ja, ich muss mal gucken, wann wir unsere Gilde einholen. Ich bin ja hier auf S31 mit Flames of Destiny vertreten. Ich gucke mal kurz, wo wir hier stehen in der Gilde. Gilden-Ehrenhalle auf Platz 54. Ja, hier sind wir. Ne? Und irgendwann kämpfe ich dann gegen mich selbst, denke ich mal, weil die Gilde ist halt inaktiv im Vergleich zu der Gilde hier, in der ich jetzt hier spiele. Und irgendwann wird es dann soweit sein, dass ich mit meinem Battle Mage von W27 gegen meinen Main Magier von S31 einfach spielen werde. Das wird darauf hinauslaufen. Man muss sich einfach mal die Stats angucken. 483er Durchschnittslevel 1000er Ritterhalle auf dem Battle Mage. Und hier 458er mit 970er Ritterhalle auf meinem Main. Ne? Ist halt eben ein alter Server und halt deutlich älter. Es gibt natürlich mehr vereinzelte, sehr, 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 sehr starke Spieler als hier auf W27, weil der Server halt eben noch so jung ist, ne? Relativ. Und deswegen carryen hier natürlich einzelne Spieler auf dem Server natürlich noch ziemlich krass rein, aber irgendwann wird sich der Vorteil dann auch aufgelöst haben, wenn hier alle so weiterhin aktiv bleiben, ne? Und ich sehe bisher nicht, dass das irgendwie abreißt hier großartig, ne? Bis auf einen, der ist hier inaktiv, aber ansonsten haben wir hier wirklich sehr viele aktive Leute am Start und ich werde mich auch bemühen, mich noch weiterhin zu verbessern, werde natürlich auch hier auf dem Battle Mage in Zukunft auch die Dungeon Runs hier soweit durchmachen und
das soll es dann erstmal soweit gewesen sein zu dem Video. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst es mich gerne wissen. Lasst eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Und ansonsten, ja, verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.